Ich bin von Katzenstein und in diesem Video erkläre ich mal, was ein Landsknecht im Alltag, also außerhalb des Gefechts, so an Kleidung getragen hat. Wer den Begriff Landsknecht hört, denkt wahrscheinlich immer an bunt und auffällig gekleidete Söldner des 16. Jahrhunderts. Und genau mit dieser Vorstellung hat er dann auch recht. Doch warum waren diese Söldner, welche mit ihren Waffen auf das Schlachtfeld zogen, eigentlich so bunt gekleidet? Ende des 15. Jahrhunderts herrschte genauso wie heute auch eine gewisse Kleiderordnung. Vermutlich liegt es an Kaiser Maximilian, der die Landsknechte unbedingt als Staatsherr gewinnen wollte und gewährte diesen Söldnern somit die Freiheit über ihre Kleidergestaltung. Aus diesem Grund begannen die ersten Landsknechte sich sehr auffällig und später übertrieben zu kleiden. Die Kleidung wurde sehr auffällig verziert, geschlitzt und mit provokanten Elementen wie den sehr kurzen Hosen oder den auffälligen Schamkapseln ergänzt. Zudem war sie äußerst bunt. Da Stoff und Farbe zu dieser Zeit äußerst teuer war und die Landsknechte ihre Kleidung mit Schlitzen sogar beschädigten, konnten sie optimal ihren Wohlstand darstellen, was später auch von Königen wie Heinrich VIII. Übernommen wurde und somit eine neue Mode in der frühen Neuzeit einleitete. Kaiser Maximilian erschuf mit seinem Vorhaben eine äußerst vielseitige, stilbewusste und bunte Truppe, die jedoch am Ende so frei war, dass sie nicht für ihn, sondern nur gegen Bezahlung kämpfte. Jetzt können wir mal im Detail anschauen, was ein Landsknecht so im Alltag getragen hat. Ich fange dabei mit der Unterbekleidung an, also von innen nach außen. Das allererste sichtbare Kleidungsstück, was ein Landsknecht getragen hat, war ein weißes Leinenhemd. Weiß galt damals zu dieser Zeit als Farbe der Reinheit und wurde auch entsprechend teuer gehandelt. Was die Leinenhemden des 16. Jahrhunderts zu den früheren Epochen stark unterscheidet, ist der voluminöse Kragen. Dieser besteht aus mehreren Metern Stoff und wird dann am Ende auf den Halsumfang aufgefädelt. Dies zeigt wieder vermehrt, dass der Stoff teuer war. Also zeigt es, dass die Person, die ihn trägt, Geld hatte. Wenn euch interessiert, wie man ein solches Hemd herstellt, ich blende hier mal ein Video ein, wo ich das selber nach einer Anleitung hergestellt habe. Als nächstes trägt der Landsknecht bunte Socken. Die sind meist länger als das Knie und werden am oberen Rand mit zwei Bändern am Bein befestigt. Die Socken waren entweder einfarbig oder mehrfarbig gestreift, was von der Arbeitszeit mit der Handnähen die Kosten für die einzelnen Socken deutlich in die Höhe treibt. Außerdem waren die Socken sehr auffällig und mussten nicht für jedes Bein gleich sein. Jetzt kommen wir zu den Hosen, besser gesagt den Beinkleidern. Hierbei sieht man auf jeder historischen Quelle, dass Landsknechte ausschließlich kurze Hosen getragen haben. Diese konnten auf verschiedene Weisen verziert sein. Manche waren geschlitzt, andere besaßen ein Rautenmuster oder waren auf andere Weise pompös gestaltet. Ein gutes Beispiel hierfür ist die provokante Schamkapsel, welche in ihren Längen und Größen stark variieren konnte und eben den Anschein eines männlichen Geschlechtsteils erweckte. Das nenne ich mal Provokation. Von der Länge der Hosen gibt es grundsätzlich zwei Typen. Jene, die über das Knie reichten und manche, die wirklich äußerst kurz waren und das gesamte Bein zeigten. Stellt euch mal vor, wie das den Menschen, die damals eher lange Gewänder getragen haben, aufgefallen sein muss. Erinnert doch ein wenig an moderne Hosen. Auch die Hosenbeine mussten keineswegs symmetrisch sein. Sowohl in Farbe, Muster oder Länge konnten sie sich stark unterscheiden. Zu einem Stück der Beinkleider komme ich später, denn da hat der Landsknecht überhaupt keine Hose getragen. Als nächstes Kleidungsstück haben wir dann die Schuhe. Hierbei handelt es sich um die sogenannten Kuhmau-Schuhe. Diese zeichnen sich besonders durch ihre rechteckige Schuhspitze aus und sind daher ein sehr großer Kontrast zu den spitz zulaufenden Schnabelschuhen des 15. Jahrhunderts. Auch die Schuhe waren an den Spitzen meistens geschlitzt, sodass man die bunten Socken darunter sehen konnte. Nun kommen wir zum Oberteil, das der Landsknecht über seinem Leibhemd trägt. Dabei handelt es sich um ein auffälliges Wams mit weit aufgepufften Ärmeln. Das Wams konnte sowohl einen rechteckigen als auch einen diagonalen Ausschnitt haben und wurde mit Nesteln geschlossen. Wie ich bereits vorhin erwähnt habe, gibt es hier auch die Möglichkeit, ein Kleidungsstück zu tragen, zu dem man gar keine Hose trägt, und dabei handelt es sich um eine Art Wappenrock. So viel zu den Männern, die die Hosen anhaben. Für den Kopf benötigt der Landsknecht jetzt noch einen Hut. Und das war in den meisten Fällen ein Barett. Diese waren häufig mit Federn oder Ziernieten geschmückt und so groß, dass sie sowohl vor der Sonne schützten, als auch, dass in der Schlacht darunter ein Helm getragen werden konnte. Scheint ganz so, als wäre das Barett äußerst wichtig für Landsknechte gewesen, wenn sie es sogar in der Schlacht zeigen mussten. Für kalte Tage war jetzt noch die Option, einen Umhang bzw. einen Mantel zu tragen. Dieser ist im Schnitt ein offener Kreis, den man sich einfach über die Schultern werfen konnte und damit optimal vor der Kälte geschützt war.
Im Gesamten kann man sagen, dass Landsknechte wahrscheinlich zum Verdeutlichen ihrer Freiheit stets sehr auffällig und bunt, ja teilweise auch sehr provokant gekleidet waren. Anfangs reagierte die allgemeine Bevölkerung der noch sehr mittelalterlich geprägten Mode empört, doch schon schnell nahmen Adlige und Hochgeborene den Stil der Landsknechte an und begannen damit in manchen Regionen die Mode der Renaissance, die einen starken Kontrast zum späten Mittelalter darstellte. Vieles, was zuvor verpönt war, wurde auf einmal modisch und angemessen der neuen Epoche. Für Landsknechte war die Kleidung sogar für den Kampf im Feld eher unpraktisch. Dennoch war es ihnen sehr wichtig, sich derart zu präsentieren, ganz nach dem Motto: Wenn wir sterben, dann aber mit Stil.